Der britische Schriftsteller und Philosoph Roger Scruton schrieb einmal, dass die Kenntnis der Funktion eines Gegenstandes eine zentrale Voraussetzung für die Erfahrung seiner Form ist. Hä? Und was soll das jetzt bedeuten? Nun, dass man wissen muss, wofür etwas gedacht ist, um es auch von seinem Aussehen her beurteilen zu können. Das gilt für einen Flaschenöffner genauso wie für einen deutschen Spitz. Um also zu verstehen, warum der Spitz ist, wie er ist, muss man sich anschauen, warum er überhaupt gezüchtet wurde, was ihn ausmacht und wie er deswegen aussehen sollte. Und los geht's. Wir starten mit der Geschichte des deutschen Spitzes, Teil 1. Ja, um es kurz zu machen, zur frühen Geschichte des deutschen Spitzes findet sich wenig bis nichts. In der Antike stoßen wir noch auf Darstellungen von spitzartigen Hunden auf Reliefs, Vasen und Münzen, danach nichts. Vermutlich lief seine Entstehung aber ungefähr so ab. Einst gab es eine Art Grundform des Spitzes auf der Nordhalbkugel, die wir der Einfachheit halber mal Urspitz nennen wollen. Dieser Urspitz ist gleichzeitig an mehreren Orten entstanden. Es gab ihn also sowohl in Skandinavien als auch in Russland und auch bei uns hier in Deutschland. Dieser Urspitz wurde im Laufe der Zeit an seine Umgebung züchterisch angepasst. Warum war das notwendig? Weil man in den kälteren Klimazonen einen Hund wie den Samoyeden benötigte, der gleichzeitig wachte, die Rentierherden trieb, der den Schlitten zog, nachts die Kinder wärmte und der seinen Besitzern bei der Jagd half. Während es beispielsweise in den eisigen, menschenleeren Weiten Skandinaviens kein Schwein gejuckt hat, ob sich der Samoyede sein Mittagessen selbst organisiert hat, war im dicht besiedelten Deutschland des Mittelalters die Jagd ein ausschließliches Vorrecht des Adels. Hielten sich die Bauern damals Hunde, so mussten diese Jagd untauglich gemacht werden, damit sie nicht im hochherrschaftlichen Wald wildern konnten. Dieses Untauglichmachen geschah beispielsweise durch das Abhacken eines Laufs oder durch einen dicken Knüppel, den die Hunde vorne am Halsband hängen hatten. Da nun aber der Bauer einen voll funktionsfähigen Hund als Helfer brauchte, züchtete man sich damals den Spitz so zurecht, wie wir ihn heute kennen. Als Wachhund des kleinen Mannes, der keine Neigung zum Jagen hat und aufgrund seiner Hoftreue seinen Wachposten nicht verlässt. Somit bekam der Bauer seinen dringend benötigten vierbeinigen Helfer und der Adel vermied Konkurrenz bei der Jagd. Die Bauern hatten im Mittelalter zwei Arten von Wachhunden, nämlich große und kleine. Die großen wurden Hoverwart genannt. Hoverwart heißt Hofwächter, die kleinen Mistbeller, also die vom Mist bellen. Eigentlich voll schlau. Der Misthaufen ist in der Regel der höchste Aussichtspunkt auf einem Bauernhof. Ideal also, um den ganzen Hof überblicken zu können. Und warm von unten ist es auch noch auf ihm. Der mittelalterliche Mistbeller war mit Sicherheit ein Spitz. Auf das Mittelalter folgte der 30-jährige Krieg, der das damalige Deutsche Reich vollkommen verwüstete. Heißt, danach war im Prinzip alles futsch. Auch Bücher über Hunde und die Hunde selbst. Die landeten nämlich im Kochtopf. Wir tappen also weiter im Dunkeln, und zwar weit bis ins 18. Jahrhundert hinein. Erst ab da findet der Spitz langsam wieder Erwähnung. Was wir jedoch wissen ist, dass Spitze in den vergangenen Jahrhunderten über ganz Mitteleuropa verbreitet waren und es wohl früher kein Gehöft oder Fuhrwerk gab, das nicht einen Spitz als Wächter aufzuweisen hatte. Je nach Art der Aufgabe des Spitzes kristallisierten sich nach und nach verschiedene Größen und Farbschläge heraus, die dem jeweiligen Verwendungszweck und der Lebensweise der Menschen angepasst waren. So fand man auf den großen Höfen auch entsprechend große und imposante Wolfsspitze. Auf den Schiffen bevorzugte man hingegen die etwas zarteren Wolfsspitze, die man in Holland in Keeshond umbenannte. Der Fuhrmannsspitz, der neben dem Kutscher auf dem Bock saß, war hingegen durchweg ein kleiner Spitz. Man bezeichnete die kleinen schwarzen Spitze als Mannheimer, da sie in Mannheim besonders intensiv gezüchtet wurden. Und sie waren die ständigen Begleiter der Lastenfuhrwerke und wurden aufgrund ihrer Wachsamkeit und Schärfe gefürchtet. Als Wächter der Höfe und Weinberge bediente man sich grundsätzlich der schwarzen Spitze, da diese tagsüber furchterregender aussehen, als die weißen und in der Nacht quasi unsichtbar sind. Die großen weißen Spitze wurden eher zum Hüten des Viehs eingesetzt, da sie sich aufgrund ihrer Farbe deutlich vom Wolf unterscheiden und somit nicht Gefahr laufen, mit ihm verwechselt und erschossen zu werden. Während mit dem Aufkommen der Eisenbahn die Fuhrwerke mehr und mehr von den Straßen verschwanden, verrichteten die Spitze bei den Schiffern ihren Dienst noch jahrzehntelang. Aufgepflanzt wie Galionsfiguren standen sie oft am Bug der Schiffe und führten Selbstgespräche über die Wellen, die Wolken und die in der Ferne ratternde Eisenbahn. Die großen und robusten Spitze wurden auch zum Ziehen der Wägelchen von Scherenschleifern, Lumpensammlern und Milchmädchen eingesetzt. Denn Spitze gab es an jeder Straßenecke und der Hund selbst war nun einmal das Zugtier des armen Mannes, weil er keinen Stall braucht und billig im Unterhalt ist. Überhaupt war der Spitz früher ein Hansdampf in allen Gassen. Auf Höfen, Schiffen, Kutschen, als Friedhofs- und Kirchenwächter, überall verrichtete er aufmerksam seinen Dienst und hielt Eindringlinge in Angst und Schach. Die Nachtwächter von Städten und Dörfern bekamen einen Spitz an ihre Seite. Spitze schützten die Weinreben in den süddeutschen Weinbergen vor zweibeinigen und vierbeinigen Naschern und Spitze verstanden sich seit jeher als Hüter der Herden. Ebenfalls eingesetzt wurden sie im Hunderad. Dabei liefen sie in einer Art Tretmühle, die beispielsweise einen Blasebalg in einer Nagelschmiede bewegte. Aber auch als Begleiter von wandernden Händlern, den sogenannten Kiepenträgern, ward der Spitz gern gesehen.
Auch im Ausland machte sich unser deutscher Spitz einen Namen. So eroberte er erst England, wo er in Pomeranian umbenannt wurde und von Queen Victoria selbst gezüchtet wurde. Weil alle toll finden, was die Königin liebt, avancierte er in England schnell zum Modehund und trat von dort aus schließlich seinen Weg über den großen Teich nach Amerika an. In Holland wurde die zartere, kleinere Version des Wolfsspitzes in Käshund umbenannt, der dort zur Zeit der Französischen Revolution sogar zur Symbolfigur für die holländische Patriotenpartei aufstieg. Früher nannte man den deutschen Spitz übrigens Pommer, nach dem deutschen Land Pommern. Pommer war ein Sammelname für alle möglichen Spitze, groß und klein. Dieser alte Name für den Spitz wurde vom Ausland übernommen und wird auch heute dort noch benutzt, wie zum Beispiel in Pomeranian oder schwedisch Pommerska Spetsen und in Frankreich Loulou de Poméranie und Chien Pomerien. Der Begriff Pommer wurde hierzulande im 20. Jahrhundert vom Begriff Spitz abgelöst. Spitz ist jedoch viel allgemeiner und steht im Prinzip für alle Hunde, die Stehohren, Ringelrute und langes Fell haben und von mittlerer Größe sind. So, an dieser Stelle machen wir für heute Schluss, sonst wird es zu umfangreich. Wir sehen uns hier wieder zum zweiten Teil der Geschichte des deutschen Spitzes. Vielen Dank fürs Zuschauen.